In diesem Video nehmen wir dich mit auf einen abenteuerlichen Roadtrip durch Nordthailand, wo wir abseits der bekannten Touristenrouten das Land des Lächelns von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ich habe gedacht, komm, das sieht gerade so schön aus, lass noch mal ein bisschen hochfahren. Aber das ist so krass in Thailand, irgendwie, man denkt irgendwie so, das kann doch gar nicht klappen. Gestern standen wir noch vor der Grenze in Myanmar, heute Laos. Immer mit dabei unsere Kamera, aber kein Skript, keine schnelllebigen Adrenalinkicks und kein Video für den YouTube-Algorithmus, sondern hier geht's ums echte Reisen. So wie es wirklich ist, mit all seiner Schönheit und mit all seinen Herausforderungen. Guten Morgen hier aus dem Norden von Thailand. Unser Roadtrip mit dem Roller geht weiter. Wir waren jetzt hier 2 Tage in Chiang Dao, etwa 1,5 Stunden nördlich von Chiang Mai. Und jetzt geht's weiter. Jetzt geht das Ganze eher ein bisschen ins Ungewisse. Es wird mit Sicherheit ein bisschen abenteuerlich. Wir haben auch kein Tagesziel für heute. Wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen, was wir auf dem Weg so sehen. Bist du ready? Yes, ich hab Bock. Let's go! Seht ihr das da oben rechts? Das Goldene? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber das ist unser Ziel, unser erstes Ziel. Wie Gold soll der Tempel sein? Boah, Die krass. Antwort ist ja. Ja, wirklich. Vor allem, wenn der so von der Sonne angestrahlt wird, ne? Dann leuchtet der so richtig doll. Es sieht so cool aus. Die Tempelanlagen kosten übrigens alle keinen Eintritt. Genau. Meistens gibt es so Spendenboxen. Da kann man ja dann auch mal was da lassen. Es war jetzt nur eine Viertelstunde Fahrt hier. Der nächste Stop ist ein Wasserfall und auch Hot Springs. Das ist, glaube ich, zusammen. Wobei ich sagen muss, Hot Springs jetzt um die Mittagszeit ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Es ist sehr warm. Es ist sehr warm, aber so ein schöner Wasserfall hier. Der Sound ist schon mal vielversprechend. Hört sich an, als wäre es viel Wasser. Ist richtig laut. Wir sind jetzt einmal ganz runter bis Station 4 gelaufen. Die jetzt nicht sonderlich weit weg ist, ne? Nee, 5 Minuten runterlaufen. Und es erinnert schon sehr stark an den Kuang Si Wasserfall in Laos, so wie das aussieht. Natürlich nicht ganz so schön, aber dafür auch deutlich leerer. Ja, hier ist wirklich ganz wenig los. Also wir haben vielleicht 5 andere Leute jetzt gesehen, ganz ruhig. Ja, das ist das Coole hier im Norden von Thailand. Sobald man Chiang Mai verlässt Richtung Norden, wird es deutlich entspannter. Auch Chiang Dao war ja super untouristisch. Und man könnte das theoretisch hier auch als Daytrip von Chiang Dao aus machen. Ist überhaupt nicht weit weg. Aber wir wollen noch weiter Richtung Norden und müssen jetzt aber auch mal ein paar Meter machen. Wir sind bisher noch nicht so viel gefahren. Und dann geht es dann auch mal richtig schön in die Berge rein. Can we have อ๋อของไข่เจียว yeah, two? เอาสอง So. Während wir hier unser Mittagessen bekommen, wird dann auch einfach noch Post geliefert. Ja, krass. Voll viel. Ja, bis in den letzten Ort in Thailand. Gin Khao, habe ich gelernt. Yes. Sagt man. Ginkao Guten heißt Appetit. direkt übersetzt ist Reis. Aber man meint guten Appetit. Das Gericht enttäuscht auch nie. Ne, wobei wir es jetzt wirklich sehr, sehr oft gegessen haben. ขอบคุณค่ะ บ๊ายบาย thank you so much Und eine Sache, die sich aber auch durch Thailand zieht, ist einfach die Freundlichkeit der Leute. Und desto ländlicher, desto freundlicher eigentlich noch. Auch gerade die Frau beim Restaurant und so. Also man wird hier oft Ja. mit einem Lächeln noch begrüßt und so. Man fühlt sich immer sehr willkommen. Man fühlt sich sehr, sehr willkommen hier in Thailand, im Land des Lächelns. Ja. Nicht ohne Grund wird es so genannt. Okay, wir schwingen uns zurück auf unsere Honda Wave und hoffen, dass sie uns hier die Berge hoch und wieder runter bringt. Das ist mega. Hast du das schon gezeigt? Ja, die Bildschirmhalterung. Yes. Das Handy, dann kann Horst sich selbst navigieren. Weil wir brauchen eigentlich kein Navi, weil es gibt
nur den Weg. Hello. Bye bye, kleines süßes Ohr. Bye bye. Hier ist basically Myanmar auf der Seite, hinter den Bergen. Scheiße. Ich muss runtergehen. Fuck. Wave kommt auf jeden Fall an ihre Grenzen. Das nächste Mal nehmen wir was Stärkeres. Nein, ich darf laufen. Toll. Reicht noch eine 150er nicht. Wir sind jetzt wieder aus den Bergen raus. Jetzt sind wir wieder hier auf der Hauptstraße, der 107. Wir hätten im Prinzip auch die ganze Zeit die 107 fahren können, aber das wäre natürlich nicht so schön gewesen, weil auch hier am Pilgermönche haben wir jetzt auch schon öfter gesehen. Und ja, ist jetzt hier Fang, hier könnten wir im Prinzip auch schon übernachten, aber wir wollen noch ein bisschen weiterfahren Richtung Tha Ton. Das dauert immer so eine Dreiviertelstunde. Herzlich willkommen in Tha Ton. Wir sind angekommen und suchen uns auch gleich eine Unterkunft. Aber ich dachte mir, hier zu Golden Hour lohnt es sich vielleicht noch mal auf so einen kleinen Berg zu fahren, wo auch hier eine Tempelanlage ist. Wie soll es anders sein in Thailand? Und man hat eine tolle Sicht hier auf die Stadt und auf den Kok River. Das ist der Fluss, der hier durch Tha Ton fließt. Hier in beide Richtungen natürlich. Und in diese Richtung fließt er Richtung Myanmar. Also wir sind wieder sehr nah an der Grenze und ja, mega die schöne Panorama-Aussicht von hier oben. Aber Helen ist ein bisschen platt, gell? Es war doch jetzt ein langer Tag mit Fahren und... Oh, ich finde so viele Stunden Rollerfahren dann auch anstrengend. Mir tut alles weh jetzt. Gucken wir mal. Ich habe mir bei Google Maps so 2, 3 Sachen markiert hier und schauen wir mal, ob wir vielleicht eine schöne Unterkunft am Fluss finden. Sieht noch ein bisschen gedulden, bis du dein bequemes Bett findest. Kein Erbarmen mit mir. Ja, ich habe gedacht, komm, das sieht gerade so schön aus. Lass doch mal ein bisschen hochfahren, weil es gibt hier so mehrere Stufen auf dieser Tempelanlage. Das ist schon Stufe 8, oder? Ja, wie beim Wasserfall heute, nur diesmal nach oben und nicht nach unten. Bei der Aussicht kann man sich das nicht entgehen lassen. Ja, das war die Karte. Do you speak English? I don't A English. little bit? Okay. Do you have a free room? The villa? Do you have a free กิน room? นี่เลยทั้งสองจ้ะ Okay. Gucken klar. Oh, das sieht doch ganz schick aus hier. Ist auf jeden Fall süß. Oh, very nice. Hallo da. Na gut, das ist ein gutes Argument, Ist natürlich auch nice für heute Abend, vielleicht noch mit einem Bier oder morgen früh zum Frühstück oder Sonnenaufgang. So the room today is 1,500 baht, include breakfast tomorrow and coffee and fruit. Thank you so much. Thank you. Okay. ค่ะ Danke. Danke. อะไรอ่ะพี่ Okay, ja, perfekt, oder? Ja, nehmen wir. Mit Frühstück hier ist schön. Also die Unterkunft kostet jetzt 40 Euro pro Nacht. Das ist für die Verhältnisse hier in Thailand schon definitiv sehr teuer. Wahrscheinlich einer der teuersten hier in ganz Tha Ton. Aber wir haben uns auch was anderes angeschaut. Hat irgendwie 14 Euro gekostet. Hätte auch ausgereicht. Aber wir haben uns gedacht, komm, das gönnen wir uns einfach mal nach einer langen Fahrt. Heute ist nun mal gerade aktuell im Budget drinne. Und dafür hat man hier halt wirklich eine traumhaft schöne Aussicht direkt vom Zimmer mit so einer privaten Terrasse auf den Fluss, auf die andere Flussseite jetzt hier. Wirklich ganz tolle Stimmung und gehen hier gleich Abendessen, trinken vielleicht noch ein Bierchen und dann bringen wir mal in Erfahrung, wie es morgen weitergeht. Denn anstelle von einer langen Rollerfahrt haben wir vielleicht eine lange Fahrt auf dem Fluss hier vor. Das wissen wir allerdings noch nicht. Bringen wir heute Abend noch irgendwie in Erfahrung oder morgen früh und schauen wir dann mal, wie es hier weitergeht.
Alun Sawat, guten Morgen hier aus Tathon. Wir sind ein bisschen durch die Stadt gelaufen, mit dem Roller gefahren, hier am Ufer entlang. Hier ist sogar so eine Sandbank, wo ganz viele Kinder sind und spielen, Drachen steigen lassen und so. Ganz entspannte Stimmung hier. Und für uns geht es heute weiter. Normalerweise würde man jetzt einfach mit dem Roller weiterfahren, hier von Tathon nach Mae Salong. Das ist ungefähr so eine Stunde Fahrt, dann da übernachten oder dann direkt weiter nach Chiang Rai fahren, was hier im Osten liegt. Aber wir haben uns was Besonderes überlegt, weil hier auf dem Kok River kann man auch Bootsfahrt machen. Einerseits einfach so eine einstündige Cruise hier den Fluss entlang, aber man kann auch ein Boot nehmen hier von Tathon nach Chiang Rai. Das dauert ungefähr so 4-5 Stunden. Früher gab es auch ein Public Boat, mittlerweile muss man diese Boote als Tourist chartern. Und wir haben gedacht, irgendwie wäre es doch cool, wenn wir irgendwie unseren Roller da drauf kriegen und dann nach Chiang Rai mit dem Boot fahren und dann direkt von Chiang Rai weiterfahren nach Fuji Phat. Dazu dann später mehr. Und ein paar Leute haben gesagt, es geht nicht mit dem Roller. Ein paar haben gesagt, ja, kriegen wir vielleicht hin, weil die Wasserstände sind aktuell nicht ganz so hoch. Deswegen sollen wir jetzt so 20-30 Minuten hier aus Tathon rausfahren in eine andere Stadt. Phat Thai heißt die, glaube ich. Und da wartet dann ein Bootsfahrer auf uns, der uns irgendwie hilft, den Roller auf sein Boot zu kriegen. Und dann fahren wir so 2-3 Stunden nach Chiang Rai. Bin mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Monika, Ah, das ist ein Boot. das ist gut. Wenn Cat Motors wüsste, was mit ihrem Roller so passiert hier, würde jetzt einfach auf irgendein Boot verladen. Okay, crazy. Das hat wirklich funktioniert. Hier in diesem kleinen Minidorf haben 2 Leute auf uns gewartet, die jetzt hier den Roller aufs Boot verladen. Wir haben vorhin schon jemanden an der Straße gesehen, der uns zugewunken hat. Der ist jetzt auch wieder hier. Ich weiß nicht, ob das gleich unser Bootsfahrer ist. Auf jeden Fall scheint der Wasserpegel hier hoch genug zu sein, dass wir von hier aus jetzt nach Chiang Rai fahren. Aber das ist so krass in Thailand. Irgendwie, man denkt irgendwie so, das kann doch gar nicht klappen. Irgendwie hatten dieses kleine Dorf, da hat die mir so GPS-Koordinaten geschickt und da wartet dann jemand und dann Es hat alles funktioniert. Wir funktioniert waren es genau die so. Letzten jetzt quasi. Alle waren hier. Here we are. Wow. Hey, cool. Das macht unter logistischen und auch monetären Umständen überhaupt gar keinen Sinn. Also wir sparen damit weder Zeit noch Geld. Es ist einfach so ein bisschen für die Experience hier. Also der Abenteuerfaktor ist da. Wir sitzen relativ tief gerade. Ich hoffe, das passt hier mit dem Wasserpegel. Ja, aber der Roller ist gut festgemacht, Ja. glaube ich. Und jetzt schippern wir hier so 2 Stunden lang ungefähr auf dem Kok River Voll Richtung cool. Chiang Rai. Also cool, dass das geklappt hat. Wir haben vor 3 Jahren ja die Snowboard-Tour von Thailand nach Laos gemacht, kennt mit Sicherheit einige von euch. Und das ist natürlich hier ähnlich, auch wenn der Kok River nicht ganz so breit ist wie der Mekong. Die Landschaften sind ähnlich und es ist unfassbar schön. Wir haben uns hier gut mit Snacks eingedeckt und das Boot ist, auch wenn es jetzt sich reicht und sich so anhört, deutlich leiser als das Snowboard und auch deutlich schneller. Ja, also wir sind hier recht zügig unterwegs und der manövriert uns hier durch die Stromstellen durch wie ein absoluter Meister. Also das ist unfassbar schön. Und sollte euch das Video bis hierhin gefallen haben, dann freuen wir uns über einen Daumen nach oben. Und sollten euch mehr Videos interessieren rund ums Thema Weltreise, Weltreiseplanung oder Vlogs hier aus Thailand von weniger bekannten Orten, dann abonniert diesen Kanal und weiter geht's jetzt nach Chiang Rai. Wir haben einmal gedreht, ich glaube wir halten an. Ich glaube auch, wir sind da. Ey, das ging richtig schnell jetzt. Es hat gerade mal knapp 1,5 Stunden gedauert. Ich will jetzt auch noch 2 Stunden weiterfahren, Ich das war auch. so schön. Oh, das macht Spaß. Ja, das sieht doch gut aus. Mit etwas Mühe und Hilfe haben wir den Roller wieder abgeladen und schwingen uns auch gleich wieder drauf, weil wir sind jetzt hier vor den Toren Chiang Rai. Das ist ja die zweitgrößte oder zumindest zweitbekannteste Stadt hier in Nordthailand. Wir waren aber schon mal hier vor 2 Jahren, haben uns so die typischen Sachen angeschaut. Deswegen fahren wir von hier jetzt weiter Richtung Osten an die Grenze zu Laos. Also vom Boot direkt auf den Roller. Let's go! Da geht's hin. Ab in die Berge. Zurück in die Berge. Also die Strecke hier ist unfassbar schön. Allerdings hat uns Google Maps irgendwie so ein bisschen im Stich gelassen.
jetzt hier auf so leichter, schlechter Straße unterwegs. Aber wir sollen es noch vor Sonnenuntergang schaffen. Und die Aussichten hier, also wirklich ein Traum. Back on track. So steil, oh mein Gott. Habe ich vorhergesehen. Also der Roller hat es leider nicht hochgeschafft. Musste ich alleine drauf irgendwie ein bisschen schieben und haben jetzt die Rucksäcke hierher getragen. Wir sind jetzt in Fuji-Fa. Ich glaube, Fuji-Fa heißt eigentlich der Berg, der hier in der Nähe ist. Aber daraus hat sich jetzt auch so ein Ort entwickelt mit ganz vielen Unterkünften, die hier entlang des Hangs gebaut sind und halt eine tolle Aussicht hier auf das Bergpanorama bieten. Und wir haben auch für heute keine Unterkunft gebucht, deswegen haben wir jetzt hier mal kurz angehalten und können uns den Raum gerade mal anschauen. Und ich glaube, das sieht recht verheißungsvoll aus. Ich finde es ganz gut. Und? Also es hat keine Klimaanlage, aber ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Nicht abends auf jeden Fall. Sieht süß aus, kannst du ja mal gucken. Badezimmer. Ja, von mir Ich würde aus. es nehmen, bevor wir jetzt noch mal rumfahren, weil dann können wir noch den Sonnenuntergang gucken in den Bergen. Okay, dann nehmen wir es. Yes. Das ist Long. Ja. Der gehört hier mit dazu. Sawadika Long. Das ist ein ganz süßer. Cutie, hm? So, hier haben wir schon mal einen tollen Blick auf die Berge. Good morning! Wir sind heute 5:30 Uhr aufgestanden und dann so 7-8 Minuten hier zum Parkplatz gefahren, wo die Wanderung startet auf den Fuji-Fa. Oh, sieht voll cool aus mit dem Mond hier hinter mir. Und das sind, Wanderung ist aber übertrieben. ja, das sind 750 Meter. Ich glaube, das ist nicht mehr als ein kleiner Spaziergang. Aber dadurch, dass hier der Mond so krass scheint, ist es gar nicht so dunkel. Und aktuell ist es auch noch ein bisschen bewölkt. Ich bin mal gespannt, was für einen Sonnenaufgang wir gleich sehen. Drückt uns die Daumen. Also es gibt hier zwei verschiedene Viewpoints. Das hier ist der erste, der ist auch nicht ganz so voll. Und der zweite, ich weiß nicht, sieht man den da Man sieht hinten? im Hintergrund, der sieht schon ziemlich cool aus, weil er so rausragt. Ja, wie so ein kleiner Felsvorsprung. Man sieht aber auch, dass da relativ viele Leute sind. Deswegen sind wir jetzt unsicher, welchen wir uns anschauen sollen. Aber hier, ich habe da mal reingeguckt, sieht schon krass aus. Wir sind hier noch so ein kleines Stück weiter gelaufen, jetzt so zwischen die beiden Viewpoints. Und I think that's the spot. Ja, und der haben den Spot bisher auch für uns. Sieht cool aus. Aber hier hat man jetzt die Aussicht auf das Nebelmeer und den Sonnenaufgang und noch den Fuji-Fa. Ich glaube, das ist der Fuji-Fa. Nicht der klarste Sonnenaufgang, aber trotzdem ziemlich schön. Ja, dafür hat man den Moment noch mehr appreciated, als man die Sonne dann richtig gesehen hat. Als kurz da durchgekommen ist. Und vor allem danach sah es eigentlich am krassesten aus, als es so alles so geschimmert hat, gell? Und so alles rot geleuchtet. Also wenn es hier richtig klar ist und diese Wolkendecke, die man hier sieht, wofür das auch so bekannt ist, dann so richtig angeleuchtet wird, ist es bestimmt ziemlich krass. aber sowas so auch krass. richtig cool. Wollen wir nochmal hochgehen? Ja. Auf das Spot. Für uns Westler, für uns Farangs mag Fuji-Fa nicht so bekannt sein. Da gibt es ja viel bekanntere Spots, vor allem im Süden von Thailand. Aber für die Thais ist das ein richtig beliebtes Ausflugsziel. Ihr seht das hier oder jetzt auch auf dem Weg nach oben. Jetzt kommen uns hier schon ganz viele Leute entgegen und heute ist Montag. Also es ist jetzt nicht so, dass es nur am Wochenende hier voller ist. Krass, weil irgendwie gestern in Fuji-Fa in dem Ort war überhaupt nichts los gewesen. Nee. Aber das verteilt sich da halt sehr. Das verteilt sich sehr und jetzt hier kommen natürlich alle zum Sonnenaufgang her, aber trotzdem richtig coole Hier Stimmung fliegen hier. auch Drohnen, die Leute haben alle so Selfie-Sticks dabei, 360-Grad-Kameras und Ja. so. Man ist prepared. Man ist auf jeden Fall prepared, um hier das entsprechend gut einzufangen. เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไปเมื่อมองสายชนถึงไหลริน
Willkommen in Laos. Zählt das jetzt? Also wir waren ja schon da, aber sind wir jetzt gerade wieder da? Du bist jetzt gerade über die Grenze getreten, ja? Welcome to Laos. Der Fujifa bzw. die ganze Bergregion hier bildet nämlich die Grenze zwischen Thailand und Laos. Alles, auf das wir gerade geschaut haben, ist Laos und alles, was hier hinter uns liegt, ist Thailand. Und es gibt hier auch noch viel, viel mehr Berge, wo man den Sonnenaufgang sehen kann. Also wenn ihr sagt, ihr habt nicht so viel Lust auf so viele Leute, dann könnt ihr einfach euch andere Viewpoints anschauen. Die sind auch alle bei Google Maps markiert. Und das war wirklich ein traumhaft schöner, ja, Sonnenaufgang war es nicht richtig, aber trotzdem ein tolles Panorama hier. Und es war unser vorletzter Stop von unserem Roadtrip. Einen weiteren haben wir noch vor uns, nämlich Phai Yao. Welcome to Phai Yao oder Phai Yao. Ich weiß nicht ganz genau, wie es ausgesprochen wird. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Ihr wisst ja immer sehr gut Bescheid. Und ich hatte vorher gelesen hier, die Stadt soll schön sein, um den Sonnenuntergang zu sehen. Und oh mein Gott, das war definitiv nicht gelogen. Hier das Panorama aus den Bergen, dem See, an dem die Stadt liegt und diese bekannte Naga-Statue. Dafür ist Phai Yao in erster Linie bekannt. Es ergibt ein unfassbar schönes Panorama. Auch hier die ganze Uferpromenade, super entspannt. Hier laufen Leute lang, hier joggen Leute und so. Also gefällt mir vom ersten Eindruck her sehr gut. Allerdings bleibt es dabei auch. Wir bleiben nur eine Nacht hier. Dann geht es morgen zurück nach Chiang Mai, also unserem Ausgangsort, wo wir unseren Loop auch gestartet haben. Das nehmen wir aber nicht mit ins Video rein, weil ich glaube, die Fahrt wird relativ unspektakulär. Aber solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben zu den ganzen Stops, die wir jetzt eingelegt haben, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir schreiben aber auch noch einen Blogbeitrag dazu mit ganz, ganz vielen Infos, welche Strecken wir genau gefahren sind, Tipps für Unterkünfte, Tipps für Restaurants und so weiter. Das findet ihr dann alles unter www.betterbeyond.de. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich freue mich noch über einen Daumen nach oben. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem traumhaft schönen Norden von Thailand. Es geht Richtung Süden, es geht Richtung Strände. Da freut sich vor allem die Helen drauf. Wir sehen uns. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.